Hallo liebe Hausbauhelden, heute sind wir für euch ganz im Norden Deutschlands unterwegs und zeigen euch ein Bungalow von Heinz von Heiden. Der ist nicht nur für kinderlose Paare oder Senioren spannend, sondern auch für Familien. Denn ihr habt hier auf gut 140 Quadratmetern nicht nur ausreichend Platz, sondern auch zwei exakt gleich große Kinderzimmer. So könnt ihr auch als Familie von den Vorteilen eines Bungalows profitieren. Fangen wir wie immer an mit ein paar Daten und Fakten. Dieses Haus steht hier seit 2017 und hat wie gesagt gut 140, also genau 142,5 Quadratmeter Wohnfläche. Die Maße sind so 10 auf 14,5 Meter und es macht Sinn laut Hersteller für eine Grundstücksgröße ab 500 Quadratmeter. Der Bungalow ist in Massivbauweise gebaut, hier mit Porenbeton, mit Dämmung und wie ihr sehen könnt mit Verblendern in dieser Sandfarbe. Alles in allem beträgt der Wandaufbau ca. 52 cm. Das Dach ist ein Walmdach und hat eine 25 Grad Neigung und der Dachvorsprung, der beträgt ca. 70 cm. Wichtig zu wissen, dieses Haus, das gibt es genau in der gleichen Ausführung auch nochmal ohne Klinkerverblender, sondern mit Putzfassade. Bei diesem Bungalow handelt es sich um einen Winkelbungalow und der führt dazu, dass wir hier in dieser L-Kurve, sage ich jetzt mal, eine überdachte Terrasse automatisch mitbekommen. Ja, und das wird natürlich sehr gern genutzt, um auch im Regen eventuell zu grillen und hier zu sitzen. Da ist es natürlich immer ganz angenehm. Die Dachpfannen, die sind granitmatt, ja, und die passen ja dann auch ganz schön zu den anthrazitgrauen Fenstern. Das sind standardmäßig natürlich dreifach verglaste Aluminiumfenster. Dieses Haus hier, das liegt in einer Energieeffizienzklasse A+. Geheizt wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Im ganzen Bungalow gibt es Fußbodenheizung und das alles schauen wir uns aber drinnen im HAR noch mal ein bisschen genauer an. Die Verblenderfassade, diese Variante hier, die ist laut Hersteller vor allem in Norddeutschland sehr beliebt. Aber wie gesagt, gibt es ja dieses Haus in der gleichen Ausführung auch nochmal mit Putzfassade. Und man muss natürlich auch wissen, dass Verblender immer teurer ist als Putz. Also ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal ums Eck gehen und mal zur Haustür und auch mal schauen, wie es drinnen weitergeht. Was man hier noch ganz schön sehen kann, dass dieser ca. 70 cm große Dachüberstand hier ganz gut genutzt worden ist, um direkt Spots einzusetzen. So habt ihr das Thema Außenbeleuchtung hier direkt gelöst. Wir haben hier eine Kunststoff-Haustüre, Anthrazitfarben innen und auch außen. Innen schauen wir uns gleich an. Und hier ganz schön zu sehen ist, dass auch auf beiden Seiten Glas eingelassen ist. Das sorgt natürlich dafür, dass man hier mehr Licht in die Diele bekommt und das alles noch offener und freundlicher wirkt. Ja, und ich würde sagen, die Diele, die schauen wir uns jetzt an. Willkommen in der Diele. Wir haben hier übrigens eine lichte Raumhöhe von 2,60 Meter, was mit dem Licht und allem hier dazu führt, dass es auch noch mal größer und luftiger wirkt. Ja, wir haben hier einen Steinfliesenboden in so einem relativ modernen, in so einer Betonoptik. Und was hier natürlich ganz klar wieder der Fall ist, wir sind hier im Musterhaus. Also wir haben hier nur einen Garderobenständer, wo ich jetzt gleich mal meine Jacke aufhängen werde. Es ist nämlich doch warm. Für Familien würde das natürlich nicht ausreichen. Und da habt ihr aber an dieser Wand hier noch ausreichend Stellfläche für eine große Garderobe. Ja, und diese Wand, die hat noch einen weiteren Vorteil, denn sie führt auch dazu, dass man, wenn man hier reinkommt und doch in einer sehr geräumigen Diele steht, trotzdem nicht direkt im Wohnzimmer steht, sondern noch ein bisschen Sichtschutz und Privatsphäre hat, bevor man hier in die Wohnräume weitergeht. Ja, und von der Diele aus geht es hier links ins Gäste-WC.
Das ist ein Standard-Gäste-WC mit 2,5 Quadratmetern Größe. Ist auch wirklich nur ein WC drin und eben ein Waschbecken. Hier ist keine Dusche drin. Natürlich muss man hier sagen, wenn man hier wirklich mit 2 Kindern wohnen würde, dann wäre es doch eine Idee, sich hier ein anderes Bad zu planen, also noch ein zweites Duschbad hinzuplanen. Da gibt es aber vom Hersteller auch verschiedene Planungsmöglichkeiten. Die zeigen wir euch noch an anderer Stelle. Vom Gäste-WC kommen wir jetzt so ein bisschen ins Herzstück dieses Bungalows, denn wir haben hier einen Wohn-Essbereich mit sage und schreibe 50 Quadratmetern Fläche. Also hier habt ihr natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, alles zu stellen. An der Stelle möchte ich direkt auf diese Wand hier zu sprechen kommen. Das ist nämlich eine Leichtbauwand und die müsste hier auch nicht sein. Die könnt ihr weglassen. Wenn ihr die wollt, habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr dahinter so ein bisschen Sichtschutz habt zu den Privaträumen und an der Wand mehr Stellfläche. Wenn ihr die weglasst, dann habt ihr hier so eine Loft-Situation, wo wirklich dieser große Wohnraum in der Mitte ist, von dem alle anderen Räume abgehen. Diese Wand hier, wenn ihr die wollt, die liegt so beim Aufpreis um die 2.000 €. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es auch hier im Wohn-Ess-Bereich sehr hell. Das liegt mitunter an den bodentiefen Fenstern, die hier übrigens im ganzen Bungalow sind. Ja, und wie ihr sehen könnt, also Stellfläche ist hier wirklich ausreichend. Dieser Tisch könnte auch noch mal deutlich größer sein. Ihr könntet eine ganz andere Sofalandschaft hier reinstellen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn die Wand drin ist, auch einen Fernseher hinzuhängen oder Schränke. Also hier habt ihr wirklich viel Gestaltungsfreiraum. Ja, und von dem Wohn-Ess-Bereich aus haben wir die offene Küche mit noch mal knapp 14 Quadratmetern. Ja, und interessant hier ist, finde ich persönlich, diese Arbeitsfläche, die fühlt sich an wie Granit, die sieht aus wie Granit, das ist aber Holz. Das fand ich ganz interessant. Wir haben hier noch dieses Fenster. Da könnte man sagen, von der Höhe her, naja, ich kann nicht richtig rausgucken. Der Hintergrund hier ist aber, es geht hier wirklich auch nochmal um dieses helle Wohnkonzept. Es soll hier nochmal Licht bringen. Es soll aber so Licht bringen, dass von außen nicht unbedingt einer reingucken kann. Und deswegen hat dieses Fenster diese Höhe. Durch dieses Fenster habt ihr hier natürlich nicht so viel Möglichkeit, Hängeschränke aufzuhängen. Also das heißt, hier fehlt vielleicht ein bisschen Stauraum. Das ist aber auch gelöst. Denn von dieser Seite kann man jetzt sehen, dass auch auf dieser Seite von diesem Küchenblock hier noch Stauraum ausreichend vorhanden ist. Und das ist der Stauraum, den ihr jetzt normalerweise in den Hängeschränken hättet. Der ist jetzt darüber gelöst. Wenn wir jetzt noch mal hier lang laufen und auch an diesem bodentiefen Fenster hier vorbeigehen, dann können wir sehen, dass das ein abschließbares Fenster ist. Es ist auch von außen mit einem Schlüssel zu öffnen. Das ist hier deswegen so geplant, weil man gesagt hat, wenn man hier am Parkplatz ankommt mit seinen Einkaufstüten, dann möchte man vielleicht nicht einmal drumherum laufen, rein und vielleicht auch mit den schmutzigen Schuhen irgendwie durch die Wohnung, sondern man hat die Möglichkeit, von hier mit dem Schlüssel von außen direkt reinzukommen, Einkaufstaschen abzustellen. Erleichtert das Leben natürlich erheblich, vor allem mit Kindern. An dieser Stelle möchte ich gerne noch eine Variante von diesem Bungalow erwähnen. Die steht hier gar nicht so weit weg. Wie ihr schon erwähnt, gibt es das Haus ja auch noch mit Putzfassade und da ist der Grundriss auch ein bisschen anders gelöst. In diesem Haus gibt es nämlich tatsächlich auch ein zweites Bad mit Dusche, also ganz wichtig für das Leben mit Kindern. Und da ist es eben so, dass der Zugang zum Hauswirtschaftsraum nicht von der anderen Seite, sondern von der Küche aus gebaut worden ist. Die Küche ist dadurch ein bisschen kleiner, aber dadurch habt ihr hier den Zugang und habt auf der anderen Seite mehr Platz, um ein größeres Bad zu planen, in das dann auch noch eine Dusche reinpasst. Jetzt zeige ich euch noch den Zugang zum Garten und zur Terrasse. Die Terrasse haben wir ja vorher von außen schon gesehen. Ja, und diese Fenster, sie sind halt nicht nur Fenster, sondern sind tatsächlich alle auch Balkontüren, die ihr öffnen könnt. Ja, also das heißt, ihr habt hier nicht nur Licht, sondern auch Luft. Aber es geht natürlich auch dunkel und selbstverständlich sind alle Fenster in diesem Haus mit elektrischen Rollläden ausgestattet. Hier an so einem Bungalow, der jetzt ja auch nicht unterkellert ist, da haben wir natürlich auch immer die Frage, wo können wir unsere Sachen verstauen? Wo tut man Koffer hin? Irgendwelche Umzugskartons, Bücher, weiß ich nicht, Sachen, die man einfach gerade nicht braucht. Sowas ist ja super wichtig. Und wir haben ja hier kein Flachdach-Bungalow, sondern ja dieses Walmdach. Das heißt, wir haben hier einen Dachboden. Diese ganze Fläche hier, die könnt ihr als Stauraum nutzen. Und da schauen wir jetzt mal hoch.
für euch mal in Gefahr begeben, denn der Boden hier, der ist noch gar nicht verlegt. Das heißt, ich kann nur auf diesen Holzbalken stehen. Aber ich wollte, dass ihr mal sehen könnt, wie viel Platz ihr hier oben habt. Wenn der Boden hier liegen würde, habt ihr wirklich dieses komplette Dach und die komplette Fläche, um hier alles Mögliche abzustellen. Wichtig ist es nicht gedämmt, also ihr könnt hier nicht wohnen. Die Treppe ist gedämmt, das heißt im Wohnraum kommt nichts an. Aber das ist doch so mal super Stellfläche, die hier noch dazu kommt. So, nach dieser halsbrecherischen Aktion würde ich gern mit euch weiter, und zwar an den HAR. Der steht ein bisschen voll, deswegen gucken wir uns den nicht ganz so genau an, sondern wir reden hier vor allem über den Innenteil der Luftwasser-Wärmepumpe, denn die hat Wärmerückgewinnung mit Sommerbypass. Und was das ist, das schauen wir uns dann gleich kurz an. Hier ist eine Lüftungsanlage drin mit Wärmerückgewinnung. Ja, die ist ja dafür da, dass im Winter die warme Luft nicht ihre Wärme verliert, sondern die neue Luft, die von außen reinkommt, die kalt ist, direkt mit dieser Wärme beheizt wird. Aber im Sommer möchte ich das ja nicht so gerne, weil da bin ich ja froh, wenn nicht so viel warme Luft von außen reinkommt. Und genau diese Wärmerückgewinnung, diesen Prozess, den kann man mit dem Sommerbypass überbrücken, sodass im Sommer nicht noch extra warme Luft von außen reinkommt. Hier im HAR versteckt ist auch noch der Schalterschrank mit Aufputzmontage. Der wäre ja normalerweise vielleicht im Flur hier irgendwo, das würde aber optisch stören und auch den Platz für die Garderobe wegnehmen. Deswegen ist das ganz schön gelöst, dass der hier auch im HAR versteckt ist. So, und bevor ich hier zumache, hier steht noch der Öffner für die Dachluke. Das heißt, wir machen die Dachluke jetzt mal zu, räumen den weg und dann geht es weiter zu den Kinderzimmern. Schauen wir weiter in das erste von zwei gleich großen Kinderzimmern. Die sind, wie gesagt, beide 12,5 Quadratmeter groß. Da habt ihr also schon mal kein Problem mit Streitigkeiten, wer das größere Zimmer bekommt. Hier in diesem Musterhaus ist es so, dass die Hausverkäufer hier wirklich jeden Tag arbeiten. Deswegen sind die Zimmer nicht als Kinderzimmer eingerichtet, sondern als Büros. Aber ich denke, man kann sich trotzdem schön vorstellen. Wir haben hier eben 12,5 Quadratmeter Platz für Bett, für Spielsachen, für Schränke und haben hier viele Möglichkeiten, den Kindern ein schönes Zimmer einzurichten. Natürlich muss man es nicht als Kinderzimmer nutzen, man kann es natürlich auch als Büro, als Hobbyraum nutzen. Das kommt eben dann darauf an, habt ihr Kinder? Wenn ja, wie viele? Und was wollt ihr mit dem Raum machen? Möglichkeiten habt ihr ganz viele. Ein ganz kleines, nettes Detail hier ist ein Türöffner, also das Schloss kann elektrisch geöffnet werden, in dem Fall von hier aus. Dieser Öffner kann überall im Haus angebracht werden. Sinn würde zum Beispiel auch machen, das in der Küche zu machen. Wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, könnt ihr direkt den Kindern die Tür öffnen, ohne zur Tür zu laufen, und die Kinder müssen keinen Schlüssel mitnehmen. Immer ganz schön, weil die werden ja ganz gern mal verloren. So ein Türöffner, der liegt beim Aufpreis von ca. 400 €. So, von hier aus über den Flur geht es zum zweiten gleich großen Kinderzimmer. Es ist identisch mit dem anderen, 12,5 Quadratmeter. Einfach nur für euch als kleinen Eindruck. Wir gehen jetzt aber direkt weiter ins Elternschlafzimmer. Das hier mit 15,5 Quadratmeter schön geräumig ist. Hier ganz schön zu sehen ist, wir haben ja überall ja diese bodentiefen Fenster und die lassen sich alle öffnen. Also auch die beiden Kinderzimmer und auch hier bieten die Möglichkeit, raus aufs Grundstück zu kommen, und es gibt ja auch noch mal so ein Gefühl von Freiheit. So, von hier aus kommt man ganz geschickt über Eck, über den Flur direkt ins geräumige Elternbad, und das schauen wir uns jetzt als nächstes noch an. Das Elternbad, das hat hier 9,5 Quadratmeter und verfügt über diese bodengleiche Dusche, wo man also direkt reinlaufen kann, über eine Badewanne und hier über diesen Waschplatz und den sehr, sehr großen Spiegel. Und wir haben hier auch ein Tageslichtbad, aber keine Sorge vor Blicken
Auch hier haben wir die elektrischen Rollläden, die runtergelassen werden können. Ja, hierzu ist natürlich zu sagen, wir haben hier ein Waschbecken. Es ist zugegebenermaßen relativ breit, aber wenn wir uns überlegen, dass wir hier auch keine zweite Dusche im anderen WC haben, dann passiert hier relativ viel Familienleben und da würde es sicher Sinn machen, bei der Planung sich hier ein Doppelwaschbecken hinzuplanen und hinzubauen, aber genug Platz ist ja auf jeden Fall vorhanden. Das Haus steht ja schon seit 2017 hier. Uns wurde gesagt, dass man heute vielleicht nicht mehr die Wand bis ganz nach oben fließen würde. Also man würde vielleicht unterm Fenster so auf dieser Höhe aufhören und könnte dann an der Wand nochmal das Anthrazit aufgreifen, um nochmal so ein bisschen gefälligeres Raumgefühl zu schaffen. So, jetzt haben wir alles gesehen in diesem Bungalow und haben jetzt einen kompletten Raumeindruck bekommen. Und jetzt an der Stelle würde ich gerne hier nochmal auf die Leichtbauwand zu sprechen kommen, die wir ja ganz am Anfang gesehen haben. Die kann ja auch weg. Und hier könnt ihr euch jetzt selber überlegen, ob ihr hier Lust auf diesen Loft-Wohnstil habt, dass man wirklich diesen offenen Bereich hat und von dem Bereich in alle Räume rein kann, oder ob diese Wand mit dem Blickschutz für euch sinnvoll ist. Liebe Hausbauhelden, das war unsere Haustour im Bungalow für Familien. Wenn ihr mehr über diesen Bungalow hier wissen wollt oder ihn vielleicht auch mal in der Nähe von Kiel besuchen möchtet, dann findet ihr wie immer alle Infos im Link in unserer Video-Description. Die geht direkt zu unserer Hausdatenbank. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns super gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal und aktiviert dabei auch unbedingt die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.